In diesem Video zeige ich dir, wie du dir diese Bluse mit Revers-Kragen selber nähen kannst. Das ist die Nähanleitung zu meinem Schnittmuster, das habe ich dir in der Infobox verlinkt. Hi, ich bin Maria und auf meinem Kanal geht es darum, deine Kleidung selbst zu nähen. Ich bin davon überzeugt, wenn wir unsere Kleidung selber nähen, dann wissen wir diese auch länger zu schätzen und tragen diese viel, viel mehr. Ich möchte dir außerdem zeigen, dass selbstgemachte Kleidung auch echt schön sein kann und nicht nach selbstgemacht aussehen muss. Falls dir diese Themen gefallen, dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, um kein neues Video zu verpassen. Ja, in diesem Video soll es also darum gehen, diese Bluse zu nähen. Die Bluse kommt dir vielleicht bekannt vor. Ich habe letztes Jahr die Revers-Kragenbluse als Oversize-Version veröffentlicht. Eigentlich eine identische Verarbeitung. Eine locker leichte Bluse, die eben nicht Oversize geschnitten ist, sondern ja, normal quasi geschnitten ist. Ganz wichtig ist aber, das ist kein Projekt, das man mal eben schnell nähen kann. Damit die Bluse gut gelingt und vor allem hier der Kragen schön wird, musst du dir wirklich ein bisschen Zeit nehmen für die Bluse. Und das beginnt schon beim Zuschnitt. Du solltest also ganz genau zuschneiden, alle Knipse übernehmen und auch einige Schnittteile mit etwas Vlies verstärken, damit das Oberteil am Ende schön wird. Dann kommen wir zur Stoffempfehlung. Diese Stoffe eignen sich am besten für die Bluse. Also ganz klar, mein Favorit hier ist Leinenstoff. Das, was ich jetzt anhabe, das ist ein purer Lein, also 100% Lein. Sieht sehr schön aus. Wie ihr aber wahrscheinlich wisst, Leinen knittert extrem. Das kann schon ein bisschen nervig sein und ist vor allem gar nicht so leicht zu bügeln. Also ich habe hier jetzt schon eine Weile dran gebügelt, damit das einigermaßen ordentlich aussieht. Eine Alternative dazu ist dieser Leinen-Viskose-Mix. Die Viskose nimmt dieses Knittern so ein bisschen raus und dadurch fällt es auch nochmal lockerer, leichter. Lein kann ja schon ein bisschen steif sein manchmal. Und dann kannst du auch pure Viskose nehmen. Allerdings musst du da so ein bisschen aufpassen, das kann ein bisschen schnell nach Schlafanzug aussehen. Da muss man so ein bisschen drauf achten, auf die Länge und wie man das Ganze kombiniert. Also zusammengefasst, Lein, Lein-Viskose, Viskose oder Baumwolle sind perfekt für dieses Schnittmuster. Und das sind die Materialien für das Projekt. Du brauchst wie immer einen schönen Stoff, der dir gefällt, dann ein paar Stoffklammern oder Stoffnadeln und für aufwendige Projekte wie dieses hier auch immer eine neue Nähnadel, dann ein passendes Nähgarn zu deinem Stoff und 3 bis 4 Knöpfe, die dir gefallen und ein bisschen Bügelvlies für den Kragen und für die Belege. Für dieses Schnittmuster müssen einige Schnittteile mit etwas Flieseline bzw. Bügelvlies verstärkt werden. Das ist vor allem hier der Kragen, denn der wird am Ende ziemlich beansprucht, weil wir hier so knapp an der Ecke nähen müssen, beziehungsweise die Ecken auch so einschneiden, dass wir verhindern wollen, dass das beim Waschen oder auch beim Tragen reißt. Und deshalb werden die Kragenschnittteile mit etwas Vlies verstärkt. Unter uns, ich habe auch schon Blusen genäht, die ich nicht verstärkt habe, weil gerade bei etwas transparenteren Stoffen finde ich das schöner, wenn der Kragen dann nicht so steif ist. Das fällt einfach oft auf, dass da dann Vlies drin ist. Und dann habe ich es auch schon ohne gemacht und das hat bis jetzt auch immer gehalten. Sicherer und richtiger ist aber, das Ganze mit Vlies zu verstärken. Und dann starten wir mit der Nähanleitung und zwar mit der aufgesetzten Tasche. Ich habe das Schnittteil für die Tasche erstmal ringsherum mit der Overlock abgenäht. Dafür nehme ich 3 Fäden meiner Overlock, weil das ja nichts halten muss, sondern nur die offenen Kanten versäubern soll. Die obere Kante lege ich jetzt gemäß des Schnittmusters rechts auf rechts aufeinander und Pro-Tipp, schlag die Kante dann nochmal 0,5 cm ein. Die kurzen Strecken an der Seite kannst du jetzt einmal mit einem Geradstich abnähen. So sieht das jetzt aus und das wende ich jetzt einmal auf rechts. Und dadurch, dass wir die Kante nochmal eingeschlagen haben, liegt das Ganze jetzt schon perfekt, um das einmal abzubügeln und dann aber knappkantig abzusteppen. Damit verschwindet die offene Kante nämlich in der Naht. Die anderen 3 Seiten kannst du jetzt auch noch umbügeln, 1 cm. Und dann nimm dir das Schnittmuster zur Hilfe und eines deiner Vorderteile. Jetzt platzieren wir die Tasche auf dem Vorderteil. Ich markiere mir das mit Schneiderkreide und nehme dann einige Nadeln, um die Tasche wirklich genau zu platzieren, damit unter der Nähmaschine auch nichts mehr verrutscht. Nähe die Tasche jetzt mit einem Geradstich an und versuche dabei ganz knappkantig zu nähen. Damit ist die aufgesetzte Tasche auch schon fertig. So sieht sie jetzt aus bei mir. Und wir starten mit dem hinteren Kragen. Den hinteren Kragen musst du jetzt zweimal zuschneiden. Eins davon habe ich mit etwas Bügelvlies verstärkt.
Die beiden Schnittteile lege ich jetzt rechts auf rechts aufeinander und stecke mir das mit Klammern fest. Du siehst ja auch wieder ganz viele Knipse, die sollten sich auf jeden Fall wieder treffen. Jetzt markiere ich mir hier die Nahtzugabe und zwar von 1 cm auf beiden Seiten. So sehe ich genau, wo ich einstechen muss und jetzt nähe ich von einem Kreuz zu dem anderen. Und am Beispiel von dem hinteren Kragen erkläre ich dir jetzt noch, was ich meine, wenn ich sage stichgenau nähen. Denn das ist für dieses Schnittmuster besonders wichtig. Mit meiner Naht will ich jetzt genau hier an unserer Markierung einstechen. Und mit dem Rad hier hinten versuche ich jetzt manuell einzustellen, wo die Nadel einstechen soll, dass es genau auf dem X ist. Schau nochmal, ob alles aufeinander liegt. Ich habe jetzt 3 Stiche nach vorne genäht und die 3 Stiche, die gehe ich jetzt auch genau zurück. Also jetzt nicht 2 oder 4, sondern wieder genau 3 Stiche. 1, 2, 3. 1, 2, 3 und jetzt fange ich an zu nähen. Und jetzt hier zum Ende hin möchte ich wieder genau auf meiner Markierung auf dem X enden. 1, 2, 3, 1, 2, 3 und Stopp. Jetzt bin ich 1 zu 4, muss nochmal 1 manuell zurück und dann. Und so sieht das jetzt aus. Du siehst, ich habe hier wirklich genau an dem X eingestochen. Und jetzt schneide ich ein, die Nahtzugabe bis zur Naht. So sieht das jetzt aus. Das habe ich auf beiden Seiten gemacht und die oberen Kanten habe ich noch eingeschnitten, damit wir den Kragen jetzt besser wenden können und die Ecken schön spitz werden. Ich wende den Kragen jetzt auf rechts und lege die Nahtzugabe nach außen. Bügel das Ganze mal ordentlich ab und dann sollte das so aussehen und das kannst du jetzt erstmal kurz zur Seite legen. Als nächstes versäubere ich die kurze und die lange Strecke der beiden Belege. Und als Erinnerung, beide Belege sind noch mit Bügelvlies verstärkt. Nimm dir jetzt eins der beiden Vorderteile und eins der Belege und leg das rechts auf rechts aufeinander. Das stecke ich mir wieder mit Klammern fest und du findest jetzt vorne auf dem Vorderteil und auf dem Beleg einen kleinen Knips. Und auch hier markiere ich mir wieder die Nahtzugabe, damit ich genau weiß, wo ich gleich einstechen muss. Und jetzt nähe ich von dem Knips bzw. von meiner Markierung einmal bis runter zum Saum. Ich kürze hier wieder noch die Kante und habe dann noch die lange Strecke mit der Overlock versäubert. Und die Schritte habe ich noch am zweiten Vorderteil wiederholt. Nimm dir eines der Vorderteile und das Rückteil und leg die beiden Schnittteile rechts auf rechts aufeinander. Und dann kannst du die Schulternaht schließen. Den kleinen Schnipsel vom Beleg, den nehmen wir nicht mit in die Schulternaht ein. Und jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Jetzt setzen wir nämlich den Kragen ein. Nimm dir das Schnittteil für den hinteren Kragen und wir haben ja hier die Nahtzugabe nach außen gebügelt. Ich lege jetzt den Kragen in den Beleg und die Nahtzugabe, die wir nach außen gebügelt haben, die trifft jetzt genau auf die Naht des Belegs. Steck dir das mit einer Nadel oder einer Klammer fest und darüber dann auch wieder den Beleg, also durch 4 Lagen quasi. Und auch hier markiere ich mir wieder die Nahtzugabe. Und jetzt nähen wir von dem Ende der ersten Naht, hier auch wieder stichgenau von dem Ende der ersten Naht, bis zu dem markierten X. Und wenn du das gemacht hast, dann schau unbedingt nach, ob da noch irgendwie eine offene Kante ist oder ob alles geklappt hat. Falls du noch eine offene Kante siehst, dann müsstest du die Naht nochmal auftrennen und es einfach nochmal probieren. Die Schritte habe ich jetzt an dem zweiten Vorderteil wiederholt. Das heißt, der hintere Kragen ist jetzt in beiden Belegen, also auf beiden Seiten befestigt. Die Mitte ist allerdings noch locker. Und um den Kragen hinten jetzt einzusetzen, wird es ein bisschen tricky, aber ich zeige dir jetzt, wie das geht. Schnapp dir eine scharfe Schere und jetzt schneide ich einen Knips ganz knapp bis zur Naht. Das sollte ca. 1 bis maximal 2 mm vor der Naht enden. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir den Kragen hier verstärkt haben, damit dieser Stresspunkt auch einiges aushält und nicht beim Waschen oder Tragen dann einreißt. Übrigens, bevor du jetzt weiter nähst, ich habe hier die kurzen Enden des Belegs noch einmal umgeschlagen und abgenäht. Das ist aber optional. Und jetzt Achtung, ganz genau hinschauen. Du siehst hier den Knips, den ich eingeschnitten habe. Das ist ein bisschen schwer zu erkennen, weil das so viele Lagen sind. Aber schau genau hin, das ist der Knips. Und dadurch, dass ich das eingeschnitten habe, kann ich den Kragen bzw. das Rückteil jetzt einigermaßen gerade auflegen. Das wird immer noch Falten schlagen, aber
wenn du es ein bisschen zurechtzupfst, kannst du da gleich gerade lang nähen. Dafür lege ich mir den Kragen jetzt erstmal an die beiden Vorderteile bzw. das Rückteil und orientiere mich dabei an den Knipsen. Das stecke ich mir mit ganz vielen Klammern bzw. Nadeln fest. Hier siehst du jetzt so langsam, wie sich durch das Legen und das Zurechtzupfen eine gerade Strecke ergibt. Und hier am Ende angekommen noch mal eine Nahaufnahme. Hier ist jetzt das andere Ende, das ich eingeschnitten habe, und das ziehe ich jetzt auseinander. Und da siehst du, wie gesagt, dass es ein paar Falten wirft. Da muss man eben gleich wirklich vorsichtig nähen. Ich fange jetzt an zu nähen und passe dabei wirklich genau auf, dass ich am Anfang und am Ende keine Falten einnähe. Und so sollte das jetzt aussehen. Überprüfe auf jeden Fall nochmal von rechts, ob du da alles sauber genäht hast, ob keine Falten liegen. Ansonsten müsstest du es gegebenenfalls nochmal auftrennen und nochmal wiederholen. Und die Naht habe ich jetzt noch mit der Overlock abgenäht. So sieht das jetzt aus. Das ist der Zwischenstand. Du kannst die Bluse ja jetzt auch schon mal anprobieren und schauen, ob alles passt. Die Overlock-Naht, die steht oft so ein bisschen nervig hoch. Und deshalb würde ich empfehlen, die nochmal knappkantig am Kragen festzusteppen. Das sieht man am Ende eh nicht mehr, weil der Kragen ja drüber liegt. Außerdem hast du die Option, den Kragen von vorne auch noch abzusteppen, aber das ist auch Geschmackssache und so eine Designsache eigentlich. Deshalb schau einfach, ob dir das gefällt. Ich persönlich mache es nicht. Jetzt nähen wir die Ärmel ein. Leg die Bluse dafür mit der rechten Seite nach oben und schnapp dir einen der Ärmel. Du findest auch wieder Knipse auf den Schnittteilen. Ein Knips markiert den Ärmel und das Vorderteil, 2 Knipse markieren den Ärmel und das Rückteil. Und näh am besten wieder erst mit deiner Nähmaschine und versäuber mit der Overlock. Leg die Bluse jetzt rechts auf rechts aufeinander und schließ die Seitennaht. Auch hier wieder einmal mit einem Geradstich und dann runter bis zum Saum und das Ganze wieder einmal versäubern. Und natürlich das auch auf beiden Seiten wiederholen. Und dann kannst du auch schon den Ärmel säumen. Hier hast du verschiedene Möglichkeiten, entweder so einen ganz dünnen Saum, das mache ich meistens. Dafür schlage ich die offene Kante doppelt um und nähe das Ganze knappkantig ab. Oder du versäuberst die offenen Kanten mit der Overlock und bügelst das dann nur einmal um und nähst das dann wiederum auch knappkantig ab. Ich habe den Beleg von innen nochmal umgeschlagen und abgenäht, damit man die Overlock-Naht nicht sieht. Und falls dich das stört, dass der Beleg hier noch von innen so rumwabbelt, dann kannst du den im Nahtschatten der Schulternaht befestigen. Das sieht dann so aus. Das ist aber auch optional oder du lässt den Beleg einfach hängen. Und jetzt geht es auch schon ans Säumen. Die Bluse ist fast fertig. Leg den Beleg dafür rechts auf die Vorderteile, denn die werden jetzt mit eingenäht. Es gibt natürlich verschiedene Wege zu säumen. Ich mache es persönlich so, dass ich erstmal den ganzen Saum mit der Overlock abnähe, dann wieder die Ecken kürzen und nach außen wenden und dann nähe ich den Saum einfach knappkantig ab. Anschließend geht es an die Knopflöcher. Das ist ja wirklich meine unliebste Aufgabe. Ich habe dir das auf dem Schnittmuster markiert, wo du die Knöpfe markieren kannst, aber das kannst du auch individuell machen, je nachdem auch wie groß die Knöpfe sind. Denk unbedingt daran, dass du dein Knopfloch vorher testest und dann geht's los. Das ist ja immer so eine Glückssache. Bei mir ist tatsächlich alles gut gegangen diesmal. Ich war richtig happy. Aber wie genau du Knopflöcher nähst, kannst du auch noch mal im Handbuch deiner Nähmaschine nachlesen, denn das ist ja an jeder Nähmaschine unterschiedlich. Und damit ist deine Bluse fertig. Ich hoffe sehr, sie gefällt dir. Falls ja, freue ich mich, wenn du das Video likest, einen Kommentar da lässt, vielleicht sogar ein paar Tipps für andere da lässt. Das ist immer ganz schön, wenn hier unten so ein Austausch entsteht für andere, die jetzt vielleicht die Bluse noch nähen wollen. Vielen, vielen Dank, dass du eines meiner Schnittmuster genäht hast. Ich hoffe, wir sehen uns zu einem neuen Video, zu einer neuen Nähanleitung. Bis bald.